bist leichtsinnig. Ich wette mit dir, Silvia weiß inzwischen alles über uns. Ach, Quatsch. Fabian Weiland, alias David McNeil, ist jedenfalls nicht umgebracht worden, sondern das Produkt eines Zeugenschutzprogramms. Ja, komm schon. Ja, mach, komm. Komm. Scheiße. Um es kurz zu machen, ich möchte Ihnen die Schuldscheine meines Bruders abkaufen. Mit Zinsen wären das 300.000. Dann sind wir uns einig. Was meinst du damit? Der Boss eines bestimmten Menschenhändlerringes interessiert sich sehr für deinen Ehemann Fabian Weiland. Oder soll ich besser sagen David McNeil? Du möchtest doch nicht, dass sie ihn finden. David McNeil, mein Mann. Entschuldige, Silvia, aber das ist lächerlich. Du willst es bestreiten? Mein Mann ist tot. Und das ist schon schlimm genug. Und dann musst du mich noch auf so eine widerwärtige Weise daran erinnern. Er ist für tot erklärt worden, dein Mann Fabian Weiland. Und dann hat man ihm durch das Zeugenschutzprogramm eine neue Identität verschafft. Ja, du hattest schon immer eine blühende Fantasie. Aber jetzt scheinst du ja wirklich durchzudrehen. Kennst du das Foto? Was willst du? Das ist David McNeil, alias Fabian Weiland, der Mann, mit dem du verheiratet bist. Oder hast du dieses kleine Detail deiner Vergangenheit schon vergessen? Du kannst vielleicht Lars hinters Licht führen, aber mich doch nicht. Eines müssen Sie mir allerdings versichern. Mein Bruder darf nicht erfahren, dass ich die Schulden beglichen habe. Ich werde ihm das schon zu gegebener Zeit selbst sagen. Das können Sie handhaben, wie Sie wollen, solange ich mein Geld bekomme. Gut, dann sind wir uns ja einig. Na wunderbar. Wenn ich dann jetzt den Scheck haben dürfte. Noch nicht ganz. Erst die Schuldscheine, dann der Scheck. Dann kommen Sie bitte am besten gleich mit in mein Büro. Nichts lieber als das. Hey. Was ist los? Hat irgendwas mit Cecils Geschenk nicht geklappt? Nee, hat nicht hingehauen. Wieso? Du hattest doch so eine tolle Idee. Die hat sich aber leider nicht in die Tat umsetzen lassen. Ja, und jetzt? Doch die Ohrringe. Nico, die kann ich mir nicht leisten, verdammt! Ich war wieder auf der Rennbahn. Ja, ich war mir sicher, dass Blue Arrow diesmal wieder gewinnen würde, aber... Ich habe alles verloren. Ich glaub's ja nicht. Bist du total bescheuert? Wer ist hier bescheuert? Robin wollte Cecile tatsächlich zum Geburtstag einen elektrischen Mixer schenken. Und jetzt muss ich ihm gerade erklären, dass Frauen auf ein bisschen mehr Romantik stehen. Für Cecile einen Mixer? Gute Idee. Frauen lieben Mixer. Ich habe da einschlägige Erfahrung. Für die Presse wäre es eine Sensation zu erfahren, dass Fabian Weiland noch am Leben ist. Das würdest du nicht wagen. Doch. Trenn dich von Lars. Oder die Öffentlichkeit erfährt, wer David McNeil in Wirklichkeit ist. Nein, so skrupellos kannst du gar nicht sein. Wenn du jetzt bitte gehen würdest. Tja. Aber sag später nicht, ich hätte dir nicht die Wahl gelassen. Ich liebe das kannst du nicht von mir verlangen. Hörst du? Wir alle müssen mal auf was verzichten, was uns lieb geworden ist. Die Entscheidung liegt ganz bei dir, wer dir wichtiger ist. Lars oder David. Du willst also Davids Leben wirklich in Gefahr bringen, wenn ich mich nicht von Lars trenne? Du bist diejenige, die sein Leben in Gefahr bringt. Und dein eigenes. Und das von Lars noch dazu. Und wenn David rechtzeitig verschwindet? Die Verbrecher würden dich so lange bearbeiten, bis sie rausgefunden haben, wo David sich aufhält. Und zimperlich gehen die bestimmt nicht mit dir um. Du bist eiskalt. Du hast die Wahl. Mach Schluss mit Lars und niemandem passiert was.
Außerdem, entschuldige, was willst du? David ist ein attraktiver Mann. Fang irgendwo ein neues Leben mit ihm an. Tschüss, Hannah. Mach's gut. Warum haben Sie Ihre letzte Stellung aufgegeben? Die Herrschaften sind leider ins Ausland verzogen. Ihre Referenzen sind ausgezeichnet. Von mir aus können Sie sofort anfangen. Ich würde mich freuen. Schön. Dann lasse ich gleich einen Arbeitsvertrag aufsetzen. Felix, das ist Laura Tirado, ein neues Hausmädchen. Felix, mein Sohn. Ah, hi. Deine Mutter hat offensichtlich eine gute Wahl getroffen. Schatz, du entschuldigst mich, ich muss noch mal telefonieren. Brasilien, geschäftlich. Natürlich. Na, Bruderherz, wie laufen die Geschäfte? Danke der Nachfrage. Bestens. Ja, wie? Gibt's was zu feiern? Was machst du denn da? Schlage mich mit den Bilanzen des letzten Quartals von Ryan Cosmetics herum. Klingt ja wahnsinnig spannend. Oh, wem sagst du das? Was machst du da? Bilanzen. Was machst du denn überhaupt hier? Ich dachte, du brauchst noch ein Geschenk für Cecile. Ja, der Geldautomat war kaputt. Soll ich dir was leihen? Ja, ging das denn? Oh, das tut mir leid. Habe ich zu viel versprochen. Ich muss selber erst zur Bank. Was machst du denn noch da, Elisabeth? Bilanzen. Robin hat immer noch kein Geschenk für Cecile. Ich weiß, was Romantisches. Arno, könntest du... Nee, Elisabeth, lass mal. Ich finde bestimmt einen Automat, der funktioniert. Das bezweifle ich. Also, wenn uns dein neuer Steuerberater schon zum Essen einlädt, dann sollten wir langsam los. Wieso? Schon so spät? Oh, Ja, Gott, komm, ja. komm, Ja, komm. ja, ich komme. Moment. Tschüss. Guten Appetit. Viel Spaß. Werden wir haben. Langsam müssen die echt denken, dass ich überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Tja, womit Sie ja recht hätten, ne? Aber was mache ich jetzt wegen Cecile? Schenke Luft und Liebe. Danke für diesen super tollen Vorschlag. Tja, gern geschehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mein Name ist Laura Tirado. Ich bin das neue Hausmädchen. Neues Hausmädchen? Ja, Ihre Frau hat mich eingestellt. Und darf ich fragen, was Sie da gerade machen? Es tut mir leid. Ich wollte nur ein bisschen Staub wischen und da habe ich die Fotos gesehen. Tja, wenn Sie Ihre Anstellung nicht gleich wieder verlieren wollen, dann sollten Sie sich in Zukunft an ein paar Regeln halten. Ja, natürlich. Ich wollte wirklich nicht neugierig sein. Und? Finden Sie sich zurecht? Ja, sehr gut. Machen Sie doch bitte später hier weiter. Im Moment wird Ihre Hilfe nötiger in der Küche gebraucht. Sag mal, wieso hast du mir nicht erzählt, dass du ein neues Hausmädchen angestellt hast? Für solche Lappalien hast du dich doch noch nie interessiert. Entschuldige bitte, aber ich wohne hier. Da habe ich doch wohl bei der Wahl des Personals ein Wörtchen mitzureden, oder? Selbst wenn du mit meiner Wahl nicht einverstanden bist, kann ich das im Moment nicht ändern. Ein Geschenk für Cecile muss ich auch noch besorgen. Hanna, hier ist jemand für dich. Bin dann wieder unten. Ja. Hi. Hey. Ich halte es ehrlich gesagt gar nicht mehr ohne dich aus. Sag mal, hast du geweint? Schon okay. Aber irgendwas hat dich doch aus der Bahn gebracht. Ach, es kommt manchmal so über mich, weißt du. Was ist los? Wir können doch über alles reden. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Drück mich mal ganz fest, ja? Sehnsucht. Bitte, Silvia. Wenn du schlechte Laune hast, dann kannst du gleich wieder gehen. Im Gegenteil, ich habe endlich gegen Bernd etwas in der Hand. Und damit hoffe ich, ihn so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Ach, und was soll das sein? Dies hier sind Schuldscheine, die ich für Bernd bei seinem Gläubiger beglichen habe. Und was willst du damit? Beatrice beweisen, wie groß die Ähnlichkeit zwischen ihm und einer Kirchenmaus ist.
Ja, zumindest habe ich jetzt ein Druckmittel. Und vielleicht geht er ja dann freiwillig. Entschuldige, dass ich lache. Du, er will sich meine Firma unter den Nagel reißen. Und dabei werde ich nicht tatenlos zusehen. Wenn du irgendwas Unüberlegtes tust, spielt Bernd seinen Joker aus. Er hätte keine Skrupel, Maries HIV-Infektion publik zu machen. Ja, das ist mir auch klar. Also, kannst du die Belege für mich aufbewahren? Auf Schönberg und in meinem Büro ist mir das zu riskant. Hat dein Safe den Dienst versagt? Nein, aber ich möchte nicht Gefahr laufen, dass Beatrice die Schuldscheine vorzeitig entdeckt und meinen Plan zunichte macht. Meinst du wirklich, sie hat so viel Eigeninitiative? Seit Bernd ihr die große Liebe vorspielt, läuft sie zu Hochtouren auf. Jetzt hat sie sogar ohne mein Wissen ein neues Hausmädchen engagiert. Nimm dir eine eigene Wohnung und du bist die beiden los. Ja, in Schönberg auch. Diesen Triumph gönne ich Bernd nicht. Also? Alles, was ihm schadet, ist mir eine Freude. Also, Heinrich von Kleist lebte von 1777 bis 1811. Genau. Und seine bedeutendsten Werke waren Der zerbrochene Krug und Amphitryon und was noch? Zum Beispiel das Käthchen von Heilbronn oder die Penthesilea. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo. Hey, sind das die Fotos von London? Ja. Und, hast du dir schon was für Cecile überlegt? Ohne Mäuse kein Geschenk, so einfach ist das. Musst du dir eben irgendwas überlegen, was nichts kostet. Aber was soll ich machen? Über eine Wiese springen und Blümchen pflücken oder was? Robin, jetzt stell dich nicht ganz so blöd an. Wie wär's denn hiermit? Die Fotos oder was? Die hast du doch teilweise selbst geschossen. Sag mal, Nico, warum sind alle Männer eigentlich so unglaublich unkreativ? Ich weiß nicht, denen fehlen einfach gewisse Gene. Du sollst deiner Traumprinzessin vielleicht ein Fotoalbum kleben. Hm? Ja, sowas schenkt ihr bestimmt keiner. Meint ihr wirklich? Ja. Okay. Na, endlich hast du es begriffen, dass Geschenke nichts kosten müssen. Also, fangen wir an. Das ist doch ziemlich cool. So. Ich gehe noch mal runter in die Kneipe. Genau, weil du dir extra freigenommen hast, um mit mir den Tag zu verbringen, bevor ich nach Brüssel fahre. Wenn der Laden aber voll ist, dann muss ich... Ist er aber nicht. Hanna, im unwahrscheinlichen Fall, dass eine ganze Gruppe japanischer Touristen ins No Limits stirbt, wird Isabel sich schon melden. Hast du recht. Prost. Prost. Und ich weiß, auf was es wirklich im Leben ankommt. Ach, worauf denn? Auf das zum Beispiel, dass ich dich liebe. Weißt du das? Ist der schön. Der ist ja auch für dich. Da ist ja was eingraviert. Du bist mein Glück, Lars. Früher hätte ich mir das nicht träumen lassen. Dass mir mal sowas passiert. Mit dir ist es so... Mit dir habe ich mein Glück gefunden. Danke. Ich liebe dich sehr. Ja, jetzt guck mal was Netter. Cecile wird das auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht. Ach komm, das ist doch echt eine coole Erinnerung. Hi. Hi. Wow. Krieg ich keinen Kuss? Doch, klar. Hast du was vergessen? Nein. Brauche ich denn eine Ausrede, um dich zu besuchen?
Nee, komm rein. Ich bin auf dem Weg ins Schneiders, um zu schauen, ob das mit den Vorbereitungen alles geklappt hat. Möchtest du jetzt schon mitkommen? Ich habe jetzt leider keine Zeit, weil das Geschenk ist noch nicht fertig. Charlie hat mir schon verraten, dass du irgendwas Großes planst. Ich bin schon neugierig. Erwarte aber nicht so viel, ja? Nein, du sollst auch nicht viel Geld für mich ausgeben. Ich weiß, dass du das für dein Studium brauchst. Okay. Gut, dann bis nachher. Ich freue mich. Ich mich auch. So, fertig. Ja, es ist super schön geworden. Danke nochmal, dass ihr das gemacht habt, aber ich glaube, ich lasse das mit dem Album doch besser. Du weißt nicht, wann Marie zurückkommt? Das kann ziemlich spät werden. Solche Vertragsverhandlungen können ziemlich lange dauern. Tja, kann man nichts machen. Jens, kannst du die Backgrounds noch etwas stärker rausnehmen? Klar, kein Thema. Soll ich Marie irgendetwas von dir ausrichten? Nee, ist nicht nötig, danke. David, hörst du noch mal kurz rein? Klar. Entschuldige bitte, ich muss noch ein paar Unterlagen aus Maries Büro rauskramen. Jens, ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich muss dich sprechen, das ist wichtig. Was gibt's? Guten Tag. Und wie kommen Sie voran mit Ihrer Arbeit? Bestens, danke. Frau Nowak hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und falls wir uns gleich nicht mehr sehen sollten, einen schönen Tag noch. Ja. Du hast doch sicher nichts dagegen, mir oben bei einem Café Gesellschaft zu leisten. Darf ich mir den Mantel abnehmen? Danke, geht schon. Herr von Weinbach, hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ja, was gibt es denn? Vielleicht täusche ich mich ja, aber ich habe das Gefühl, es ist Ihnen nicht recht, dass ich hier arbeite. Na, Paula, schon ein wenig eingelebt auf Schönberg? Danke, sehr gut. Aber ich heiße Laura. Oh, ein sehr schöner Name. Also, wenn es Ihnen lieber ist, dass ich Ihr Haus wieder Nein. Wenn sie meine Frau eingestellt hat, dann ist das auch in Ordnung. Ich arbeite sehr gern für Sie und Ihre Frau auf diesem wunderschönen Anwesen. Na gut. Gibt es sonst noch was? So, was willst du noch von mir? Offenbar liegt dir nicht besonders viel an Davids Leben. Doch, mir liegt sehr viel daran. Ach. Und deshalb hast du ihn eben vor mir gewarnt, oder liege ich da falsch? Und wenn du dich auf den Kopf stellst, David ist innerhalb der nächsten 24 Stunden außer Landes. Irrtum. Er ist innerhalb der nächsten Stunde aufgeflogen. Und anschließend erfährt Lars, dass dein verstorbener Ehemann noch sehr lebendig ist. Lars würde sich aber deswegen nicht von mir trennen. Meine liebe Hannah, du erkennst den Ernst der Lage nicht. Wenn die Zeitungen davon berichten, dass Fabian Weiland noch lebt. Ein Wort zu David und ich werde ihn auffliegen lassen. Und dann wird's Nacht. Silvia, das ist kein Spiel. Du bringst Davids Leben dadurch wirklich in Gefahr. Ich wiederhole mich nur ungern, aber es liegt allein an dir, diesen Zustand zu beenden. Was versprichst du dir davon? Und wenn ich Lars verlasse, glaubst du, dass er dich noch mal lieben würde? Glaubst du das? Was ich glaube. Ach, du musst noch so viel lernen, Hannah. Was bist du nur für ein Mensch? Das musst du gerade sagen. Du tauchst hier einfach so in Düsseldorf auf, beleidigst mich, wirfst dich Lars an den Hals. Meinst du wirklich, ich lass mir das so einfach bieten? Ach, dann geht's dir also um Rache. Habe ich recht? Du hast ihn doch nur benutzt. Du kannst doch gar nicht richtig lieben. Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Diskussionen. So, du bist am Zug. Lars ist gerade in Brüssel. Naja, irgendwann wird er ja wiederkommen. Und selbst wenn ich Lars verlassen würde, was soll ich ihm denn sagen? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch raffiniert. Ja. Nee, Nicole,
toll. Das passt mir leider heute überhaupt nicht. Aber ja, nutzt ja nichts. Campus, bist du krank? Übernehme ich deine Schicht, ja. Okay, gute Besserung. Ciao. Willst du noch was trinken? Ist dir jetzt was eingefallen, was wir uns hier schenken können? Stimmt ja. Wie wär's mit Zaumzeug? Warte mal, liegen da nicht Hunderte auf dem Stück rum? Ja klar, aber Cecile hat gerade neulich gesagt, dass sie Entschuldigung, ein neues für ihren Dreijährigen braucht. Okay. Mann, ich habe Hannah versprochen, dass ich mich um das Geschenk kümmere. Ja, wo ist das Problem? Nicole ist krank, ich komme hier nicht weg. Aber da kann doch Hannah das Geschenk kaufen. Die hat mir doch auch schon Geld dagelassen. Ach so, ich verstehe. Würdest mir einen riesen Gefallen tun? Ja, aber... Ach, Mensch, na klar. Entschuldige. So. 150 €? Ja. Okay. Ja, dann mache ich mich gleich mal auf den Weg. Danke. Und dann sehen wir uns heute Abend auf der Party? Wenn ich schaffe, ja. Ansonsten druckst du es hier ganz lieb von mir, ja? Mach ich. Ciao. Tschüss. Du bist eingeladen. Danke. Tschüss. Ciao. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf dich gefreut habe? Ich konnte es kaum erwarten, endlich wieder mit dir allein zu sein. Cherie, wo bleibst du? Da ist aber jemand ungeduldig. Wow. Wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Anblick jetzt wieder öfter genießen darf. Von mir aus kannst du ihn jeden Tag genießen, jetzt wo ich deinen Bruder auch von meinen Talenten überzeugt habe. Wir beide waren schon immer ein gutes Team. Wovon wir sicher auch auf Schönberg in vielerlei Hinsicht profitieren werden. Noch 200 Meter. Desert Rocket holt auf. Guck mal da. Desert Rocket schiebt sich vor Amanda, James, Police und Grateful Bliss. Nur noch wenige Meter. Auf, Lauf, Lauf! Na, der schafft das nicht mehr!